tell me that there's a single one of you that's worth one single hair on that woman's gray head. In The Magnificent Seven ritten Yul Brynner und James Coburn zusammen. Aber hinter der Kamera herrschte nur Feindseligkeit. Keine Kameradschaft. James Coburn, der für seine tödliche Ruhe und sein kühles Auftreten bekannt war, hegte eine tiefsitzende Feindseligkeit, die er auch Jahrzehnte später nie ganz losließ. Yul Brynner, der König, die Legende und nach Coburns Meinung der nervigste Typ in Hollywood, war das Objekt dieser Feindseligkeit. Bevor wir Ihnen erzählen, warum dieser Streit so lange gedauert hat, sagen Sie uns, ob Sie glauben, dass Ego der Hauptfaktor für Konflikte am Set in Hollywood ist. 0 für Nein oder 1 für Ja in den Kommentaren. Was genau ist zwischen diesen beiden Filmikonen vorgefallen? Warum hegte Coburn eine lebenslange Abneigung gegen Brynner? Verabscheut ihn sonst noch jemand? Wir werden an dieser Stelle die verborgene Realität von Yul Brynner aufdecken. Niemand verabscheut Yul Brynner mehr als James Coburn. Der Schauspieler James Coburn war in der Unterhaltungsbranche weithin als einer der stilvollsten und lässigsten Darsteller seiner Zeit bekannt. Coburn war ein Mann, der nur selten die Beherrschung verlor und sich dank seiner kieseligen Stimme, seines breiten Grinsens und seines mühelosen Auftretens mit den meisten seiner Kollegen verstand. Er war in der Unterhaltungsbranche sehr beliebt. Doch auch die entspanntesten Menschen können auf eine harte Probe gestellt werden. Außerdem wurde diese Grenze für Coburn als Yul Brynner bezeichnet, obwohl die beiden 1960 gemeinsam in Die glorreichen Sieben, einem der bekanntesten Western aller Zeiten, auftraten, war ihre Beziehung abseits der Leinwand alles andere als freundlich. Darüber hinaus sagte Coburn später, dass er noch nie einen Schauspieler so sehr gehasst habe wie Brynner. Dies war ein Gefühl, das er später zum Ausdruck bringen sollte. Von dem Moment an, als sich die beiden am Set trafen, war die Spannung offensichtlich. Yul Brynner, der durch seine Oscar-gekrönte Rolle in The King and I bereits ein großer Star war, hatte ein königliches Auftreten, das viele Leute als Zeichen für seine unglaubliche Eitelkeit ansahen. Er wollte nicht nur ganz oben stehen, sondern verlangte auch von den Mitarbeitern und Schauspielern unbedingte Hingabe, und mit Regisseur John Sturges geriet er oft wegen kreativer Entscheidungen aneinander. Selbst wenn es bedeutete, den gesamten Fluss einer Szene zu unterbrechen, bestand Brynner darauf, dass die Kamera ihn in den verführerischsten Licht- und Blickwinkeln einfing, die möglich waren. Brynner war ein dramatischer, glatzköpfiger Mann. Die Chemie zwischen den Figuren war in einem Film wie Die glorreichen Sieben von entscheidender Bedeutung, und so wurden Brynners Handlungen schnell zu einem kontroversen Thema. Im Gegensatz dazu war James Coburn ein Teil der Truppe, obwohl er nicht die berühmte Figur war, die er später werden sollte. Nahm Coburn seine Arbeit sehr ernst und arbeitete hart daran, seiner Figur Britt, dem messerwerfenden Cowboy, mehr Nuancen zu verleihen. Er genoss die Zusammenarbeit mit seinen Schauspielerkollegen, war respektvoll gegenüber der Crew und bewahrte ein hohes Maß an Professionalität am Set. Doch als er gezwungen war, mit Brynner zu arbeiten, wurde seine Toleranz auf die Probe gestellt. Berichten zufolge war Coburn sehr verärgert über Brynners ständiges Bedürfnis, Kontrolle auszuüben. Da Brynner sich selbst sorgfältig in den Mittelpunkt jedes Bildes stellte und Umschreibungen verlangte, um sich selbst mehr Zeilen zu geben, schien sein Ego keine Grenzen zu kennen. Ein bestimmter Vorfall sticht als Auslöser für ihre lange schwelende Freundschaft besonders hervor. Als sie eine Gruppenszene drehten, wurde Brynner wütend, als er sah, dass Steve McQueen, ein anderer Schauspieler, mit dem Brynner eine bekannte und erbitterte Beziehung hatte, heimlich Rollen stahl, indem er an seinem Hut herumfummelte und kleine, aufmerksamkeitsheischende Bewegungen machte. Brynner und McQueen hatten ein sehr angespanntes Verhältnis. Wütend stürmte Brynner vom Set und drohte damit, zu kündigen, wenn die Sequenz nicht mit ihm als Hauptdarsteller neu gedreht würde. Coburn, der Berichten zufolge, mit den Augen rollte und knurrte. Brynner
sei das größte verdammte Baby im Westen der Vereinigten Staaten, zeigte kein Mitleid mit den Eskapaden der Diva. Das Ergebnis war von diesem Moment an vorprogrammiert. Coburn betrachtete Brinner nicht mehr als Mitarbeiter, sondern als Hindernis für den Erfolg des Films und als Symbol für alles, was er am Unterhaltungsgeschäft hasste. Je mehr Zeit verging, desto tiefer wurde Coburns Verachtung. Er mochte nicht nur Brinners Art nicht, sondern auch nicht die angespannte, kämpferische und eingebildete Atmosphäre, die er am Set erzeugte. Charles Bronson und Robert Vaughan waren beides Künstler, die Coburn sehr bewunderte. Aber er wollte mit Schauspielern zusammenarbeiten, die echt und in ihrer Arbeit verwurzelt waren. Er hielt Brinner für eine eingebildete Primadonna, die sich mehr um ihren persönlichen Ruf als um die Integrität des Drehbuchs kümmerte. Diejenigen, die Coburn gut kannten, wussten, wie sehr er Brinner hasste, auch wenn er nie öffentlich eine Tirade gegen ihn losließ. Wenn er in späteren Interviews auf den Film angesprochen wurde, verzichtete Coburn oft darauf, ausführlich über Brinner zu sprechen, machte kurze Bemerkungen oder ignorierte das Thema ganz. Er verzichtete auch darauf, über den Film zu sprechen. Die Ironie ist natürlich, dass die glorreichen Sieben trotz ihrer Feindseligkeit gegeneinander ein großartiger Film wurde, vor allem wegen der Chemie zwischen den beiden auf der Leinwand. Ihre Rivalität hätte die Intensität der Darbietungen noch steigern können, was der Darstellung der harten Individualisten, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, eine weitere Ebene des Realismus verliehen hätte. Gleichzeitig war die Feindseligkeit zwischen Coburn und Brinner hinter den Kulissen so heftig wie jeder Konflikt im Westen. Die Erfahrung, die Coburn machte, lehrte ihn eine harte Lektion darüber, wie Ego und Ruhm die künstlerische Zusammenarbeit behindern können. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Männer nie wieder zusammenarbeiteten, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Coburn dies in den folgenden Jahren noch tun wollte. Obwohl er später in mehreren hoch angesehenen Filmen wie Billy the Kid, Pat Garrett, The President's Analyst and Our Man Flint mitspielte, hinterließ die Konfrontation mit Brinner, als er noch jünger war, bleibende Narben bei ihm. Gelegentlich erwähnte er die glorreichen Sieben in Gesprächen mit seinen Freunden und Kollegen, aber mit einem kurzen Blick auf diese königliche Nervensäge und einer Grimasse statt mit Nostalgie. Es war kein Bösewicht oder Gangster-Cowboy, der Coburn in einer Karriere voller starker und einschüchternder Charaktere unter die Haut gehen konnte. Vor allem war es Yul Brynner, der einzige Mensch, den er wirklich und bedingungslos hasste. Hinter den Kulissen von The Magnificent Seven. Halten Sie sich fest, denn das Set von Magnificent Seven war mehr als nur ein Schauplatz für Waffen und Getöse im Film. Hinter den Kulissen herrscht ein regelrechter Ego-Krieg. Obwohl Yul Brynner vor der Kamera die Rolle eines ruhigen und gelassenen Kommandanten spielte, versuchte er hinter den Kulissen praktisch, den Film selbst zu inszenieren, was die anderen Schauspieler in den Wahnsinn trieb. Beginnen wir mit Steve McQueen. Seine Auseinandersetzung mit Brinner ist bekannt. McQueen war zu dieser Zeit noch dabei, seine Star-Power zu entwickeln. Und er sah in Brinner sowohl eine Herausforderung als auch ein Hindernis. Mit seinen Rollen in The King and I und anderen Filmen hatte Brinner als Schauspieler an Popularität gewonnen und wollte die totale Kontrolle darüber haben, wie er gefilmt wurde. Er bestand sogar darauf, seine Kleidung zu ändern, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen, und die Gerüchte stimmen. Er benutzte Kameratricks und Apfelkisten, um sich größer als McQueen erscheinen zu lassen, der von Natur aus größer war als er selbst. Während der von Brinner inszenierten Passagen reagierte McQueen, indem er herumzappelte, seine Mütze zurechtrückte und mit seiner Waffe herumspielte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Brinner soll mehrfach versucht haben, McQueen in einem Wutanfall aus seinem Job zu entlassen. Charles Bronson hingegen war für seine Direktheit und Verschwiegenheit bekannt. Er hegte keinen Groll gegen Brinner, aber er fand die ganze Besessenheit von der Größe lächerlich. Wenn Yul so unsicher wegen seiner Körpergröße ist, sollte er Stelzen tragen,
sagte Bronson auf eine zweite Frage dazu. Der Inbegriff von Bronson scharfsinnig und witzig. Obwohl James Coburn seine Feindseligkeit gegenüber Brinner nicht offen zum Ausdruck brachte, fand er es schwierig, mit ihm zu Coburn, ein minimalistischer Schauspieler, der für sein zurückhaltendes und ruhiges Auftreten bekannt war, fühlte sich von Brinners Effekthascherei und seiner dominierenden Leidenschaft gestört. Obwohl sich Brinner in Interviews stets von seiner diplomatischen Seite zeigte, machte Coburn deutlich, dass er mit seinen Ego-Trips nicht zufrieden war. Die Spannung hielt während der gesamten Aufführung an. Sir Robert Vaughan, ein Schauspieler, der einen eher akademischen und zerebralen Ansatz verfolgte, er sagte einmal, dass es angesichts des feindseligen und konkurrenzbetonten Klimas, in dem der Film gedreht wurde, ein Wunder sei, dass der Film so gut geworden sei. Ehrlich gesagt hatte Brinner sowohl Talent als auch Charisma, aber er war besonders fesselnd. Trotzdem musste er in jeder Szene der strahlende Star sein. Und diese Art von Kontrollfreak-Mentalität führt zu einer riskanten Situation, die jederzeit aus dem Ruder laufen kann, wenn man von 6 anderen aufstrebenden Stars umgeben ist, die alle in einem testosterongeschwängerten Western um Aufmerksamkeit buhlen. Nein, am Set des Films herrschte keine Zuneigung und Kameradschaft. Kleinliche Sabotage, Feindseligkeit und zahlreiche Episoden kaum kontrollierter Wut prägten das Szenario. Hinter den Kulissen herrschte eine Spannung, die eher an Meuterei als an Großartigkeit erinnerte. Doch aus irgendeinem Grund stimmte die Chemie auf dem Film. Mehr Hasser, als Sie sich vorstellen können. Yul Brynner erlebte eine Phase abnehmender Popularität in Hollywood, obwohl er als glatzköpfiger König der Leinwand bekannt war. Außerhalb von Die glorreichen 7 hatte Brynner einen Ruf, der ihn wie ein Schatten verfolgte. Er war unglaublich kompetent, äußerst pompös und man konnte kaum mit ihm umgehen. Dieser Ruf half ihm, einflussreich zu werden. Lassen Sie uns zunächst mehr über Steve McQueen sprechen, denn ihre Feindseligkeit endete nicht, als der Regisseur Cut rief, bevor er sich an den Drehbuchautor wandte, um zu erklären, dass er zusätzliche Zeilen haben wollte, zählte McQueen physisch die Anzahl der Zeilen, die Brinner am Set gesprochen hatte. In jeder Szene wandte er eine Vielzahl kleiner Strategien an. einen leichten Schritt nach vorne zu machen, um Brinner von der Mitte der Kamera fernzuhalten, oder körperliche Gesten zu verwenden, um die Aufmerksamkeit vom Thema der Handlung abzulenken. Brinner verlor schließlich die Fassung und drohte, McQueen zu erschießen, nicht im Film, sondern im wirklichen Leben. Dies geschah nach einiger Zeit. Am Set trug Brinner angeblich einen Revolver bei sich und drohte, ihn zu benutzen, wenn McQueen weiterhin versuchen würde, ihn auszustechen. Diese Informationen stammen aus Quellen, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Eli Wallach, der die Rolle des Banditenhäuptlings Calvera spielte, empfand Brinner zwar als übertrieben diktatorisch, aber er mochte ihn nicht wirklich. Wallach, ein angesehener Schauspieler, der die Technik anwendet, erklärte einmal, Brinners Besessenheit von seinem Aussehen, einschließlich seiner Größe, seiner Kleidung und seiner Beleuchtung, sei absurd. Brinner habe eine Eitelkeit besessen, die einen ganzen Raum füllen konnte. So Wallach. Unerwartet ist jedoch, dass selbst Deborah Kerr, die Brinners Co-Star in The King and I spielte, sagte, dass es eine Herausforderung war, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie beschrieb ihn als einen Mann, der jede Szene und jede Person dominieren musste, wenn er nicht auf der Leinwand zu sehen war. Trotz der Tatsache, dass er den Regisseur ständig kritisierte, versuchte, die Besetzung zu diktieren und auf Änderungen bestand, um seine Silhouette besser in Szene zu setzen, wovon er in der Tat fasziniert war, war ihre Beziehung auf der Leinwand legendär. Es heißt, dass er sehr viele Zeit damit verbrachte, seine Haltung vor Spiegeln zu üben. Der folgende Darsteller ist Richard Widmark, der an der Seite von Brinner in dem Film The Long Ships auftrat. Der knallharte Widmark war wütend über das Verhalten von Brinner, der sich wie ein kleines Mädchen benahm. Die Produktion musste genau geplant werden.
um sicherzustellen, dass die beiden nicht länger als nötig im selben Bild zu sehen waren, da sie sich angeblich weigerten, während der Dreharbeiten miteinander zu kommunizieren. So bezeichnete Widmark Brenner einmal als eine Nervensäge mit Krone. Widmark war der Meinung, dass Brenner sehr arrogant war. Gibt es noch einen Rivalen? Das ist Charlton Heston. Obwohl Heston und Brenner bei Die 10 Gebote zusammenarbeiteten, hatten die beiden Männer unterschiedliche Meinungen zu einer Vielzahl von Themen, darunter Politik, Religion und Schauspieltechnik. Heston hat Brenner da nicht wirklich verabscheut. Im Gegensatz zu Heston, der feierlich und ernst war Brenner ein charmanter und theatralischer Mensch. Heston soll in sein Tagebuch geschrieben haben, dass Brenner dachte, die Kamera schulde ihm etwas, weil er so emotional war. Auch Regisseure litten unter Burnout. John Sturges, der Regisseur von Die glorreichen 7, erklärte, Brenner sei brillant vor der Kamera, aber er benötige eine Armee, die sich um ihn kümmert. Brenner machte deutlich, dass er bei allem das letzte Wort haben wollte, auch bei den Beleuchtungswinkeln, der Auswahl der Kleidung und den Entscheidungen über die Besetzung der Produktion. Brenner hinterließ eine Reihe herausragender Leistungen, aber auch zerrüttete Beziehungen, verletzte Egos und zahllose Menschen. Die, wenn sie die Möglichkeit hätten, nie wieder mit ihm zusammenarbeiten würden. Das liegt an dem Vermächtnis, das er hinterlassen hat. Die Tatsache, dass Brenner unbeliebt war, spielte für ihn keine Rolle. Ich bin nicht hier, um gemocht zu werden, erklärte er mit einem Lächeln. Denn ich bin hier, um in der Erinnerung zu leben. Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. Auf der anderen Seite würde Yules Name in einem eigenen Kapitel des Burn Book in Hollywood auftauchen. Wahrnehmung als Tyrann. In den 1980er Jahren, als Brenner seine Rolle als Mongkut wieder aufnahm, prahlte er mit seinen Fähigkeiten, die Ordnung im Publikum aufrechtzuerhalten, das sich aufspielte. Das Theater war zu dieser Zeit sein Arbeitsplatz. Er erklärte, das Theater ist mein Palast und ich kann Ihnen sagen, was Sie tun sollen. Zu diesem Zeitpunkt war die Theatergemeinde bereits mit Brenners Selbstbild als Diktator vertraut. Es gab weitere Beschwerden, die meisten davon im Zusammenhang mit seinen kritischen Äußerungen gegenüber den Fabrikangestellten und seinen Drohungen, ihnen zu kündigen. Brenner genoss es sehr, dass er eine bösartige Haltung ins Theater brachte und das trotz oder vielleicht gerade wegen der anspruchsvollen Art, in der er sich gab. Er hat dies dem Publikum als Geschenk präsentiert. In einem Interview mit einer Fernsehmoderatorin sagte er, ich bin rücksichtslos im Theater. Das ist der Grund, warum die schwerfälligen Betrüger Angst vor mir haben. Wenn ich auf Bäume stieß, fällte ich einfach alles tote Holz, das mir in die Quere kam. Brenner erklärte, dass er keine Psychotherapie benötige, obwohl er für seine Jähzornigkeit berüchtigt ist. Bei der Äußerung dieses Konzepts zeigte er ein tiefes Gefühl der Überzeugung. Er behauptete, dass er in dem Moment, in dem ihn jemand auf dem Sofa ausbreiten würde, entweder die Auswirkungen des Alkoholkonsums zu spüren bekäme oder er würde umkommen. Der unnachgiebige und manchmal chaotische Charakter von Yul Brynner's Persönlichkeit in dieser turbulenten Zeit seiner Karriere wurde durch diesen Satz verkörpert. Der Yul Brynner's Methode war, sich auszudrücken. Seine Technik, sich auszudrücken, bestand in der Verwendung dieser Erklärung. Rocky war der Name, den Yul Brynner Gyur, sein Sohn, erhielt, als er noch ein kleiner Junge war. Er fand sich schnell mit der strengen Art seines Vaters ab, ihn anzusprechen. Er behauptete, dass sein Vater von Zeit zu Zeit den Verstand verlieren würde, was schwer zu verkraften sei. In seinem Gespräch mit dem berühmten Schauspieler sprach Rocky über die Schwierigkeiten, die er als Kind beim Aufwachsen hatte. Nach seiner Arbeit als Tourmanager für die Band und Bob Dylan sowie als Leibwächter von Muhammad Ali schlug Rocky einen ganz eigenen Karriereweg ein. Danach wurde Rocky der Leibwächter von Muhammad Ali, als dieser noch aktiv war. Ray Harryhausen, der Designer, der für die Spezialeffekte von Die glorreichen 7
verantwortlich war, lobte Brynners Leistung und bezeichnete ihn als talentierten Darsteller. Für Harryhausen war Brynner ein Mann, der kurzatmig und hart war und seine eigenen Erwartungen an ihn stellte. Brynners Agent Robbie Lance pflichtete dieser Einschätzung nicht nur bei, sondern erklärte auch, dass der Vertrag des Schauspielers recht eindeutig sei. Brynner nannte Details wie die Marke des abgefüllten Wassers, das er auf der Baustelle bekam, die Farbe des Teppichs in seinem Wohnwagen und sogar die Art von Kleenex, die ihm zur Verfügung gestellt wurde. Zu seinen königlichen Unterkünften in Hotelsuiten gehörten braune Eier zum Frühstück, 3 Meter lange Leitungen für Tonwahltelefone, Verdunkelungsvorhänge für besseren Schlaf und teure Weinflaschen. Morgens aß er gerne braune Eier. Brynner hatte genug Bekanntheit erlangt, um ausgefallene Forderungen stellen zu können, als er 1965 für die Rolle des Kapitäns Mulle in dem Film Morituri ausgewählt wurde, in dem Marlon Brando den Kapitän spielte. Brando spielte in dem Film die Rolle des Kapitäns. Da er stark genug war, einen solchen Wunsch zu äußern, bat Brynner ausdrücklich darum, dass ein Landeplatz auf dem Raumschiff errichtet werden sollte. Dank dieses Arrangements konnte er nach jedem Drehtag mit einem privaten Hubschrauber landen. Diese kostspielige Forderung demonstrierte die Vormachtstellung des Schauspielers in der Branche, machte aber auch auf seine Vorliebe für aufwendige und individuelle Arrangements aufmerksam. Obwohl sein Agent Robbie Lance der Meinung war, dass seine Gagen beträchtlich waren, hat sich Yul Brynner den Ruf erworben, erstaunlich bescheiden zu sein. Yul Brynners Ruf war das Ergebnis seiner Bescheidenheit. Dieser Aspekt seiner Persönlichkeit wurde durch die Erfahrungen von Personen, die eng mit ihm zusammenarbeiteten, deutlich. Diese Zeugnisse geben Aufschluss über Brynners Tendenz zur Sparsamkeit. Ein Beispiel für ein solches Szenario lieferte George Jacobs, ein Mitarbeiter von Frank Sinatra. Jacobs, der sich mit Brynner über ihre Rollen in dem Drama Cast A Giant's Shadow von 1966 und ihre gemeinsame Liebe zum Golfsport angefreundet hatte, erklärte in seinem Buch Mr. S. The Last Word on Frank Sinatra, das letzte Wort über Frank Sinatra, dass Brynner regelmäßig mit Sinatra abhing und sich auf ihn verließ, wenn es um Gesellschaft, Essen und Alkohol ging. Jacobs' Biografie trug den Titel Mr. S. Das letzte Wort über Frank Sinatra. Mr. S. The Last Word on Frank Sinatra, das letzte Wort über Frank Sinatra, war der Titel von Jacobs Memoiren, als er sie schrieb. In Übereinstimmung mit Jacobs lautete der Titel seiner Memoiren Mr. S., was für The Last Word on Frank Sinatra steht. Jacobs und seine Kumpels taten dies auf humorvolle Weise, indem sie Brynner als Onkel Dagobert und König der Geizhälse bezeichneten. Beides Bezeichnungen für Menschen, die als solche angesehen wurden. Die Tatsache, dass Brynner ein beträchtliches Gehalt bezog, änderte nichts daran, dass er für seine Sparsamkeit bekannt war. Die Präsenz seiner bekannten Persönlichkeit wird durch diese Bemerkung unterstrichen. Darüber hinaus war Brynner nicht nur ein begabter Sänger, sondern auch ein hervorragender Fotograf. Darüber hinaus war er ein begabter Theaterschauspieler. Obwohl er auch andere Interessen hatte, trat er gerne auf. Die Schönheit einiger seiner mehr als 8000 Bilder, auf denen bekannte Persönlichkeiten wie Sophia Loren, Audrey Hepburn, Mia Farrow und Anthony Quinn zu sehen sind, wurde von Feline Dizizan gelobt. Außerdem war er der Fotograf, der die Aufnahmen machte. Brynners Tochter Victoria, die von seiner zweiten Frau, dem chilenischen Model Doris Kleiner, geboren wurde, hatte dort ihre Paten. Sie war die Taufpatin von Brynners Tochter. Konkret diente Hepburn als Patin des Kindes, das Brynner geschaffen hatte. Auf diesen besonderen Gesichtspunkt sollte näher eingegangen werden. Victoria stellte 1996 eine Sammlung der von ihrem Vater aufgenommenen Bilder zusammen und nannte sie Yul Brynner Photographer. Das Buch sollte ein Bildband werden. Es war ihr Vater, der jede einzelne Aufnahme gemacht hat.
Durch die Lektüre dieses Buches gewinnt man ein Verständnis für Brynners künstlerische Bemühungen und seine Fähigkeit, sich von ihnen inspirieren zu lassen. Außerdem lernte der Leser Brynners Fähigkeit zu schätzen, den Geist seiner einflussreichen Kollegen durch die Linse seiner Kamera einzufangen. Nach seinem Aufstieg zur Popularität entschied sich Brynner für eine Karriere in der Kochkunst, um seine finanziellen Interessen zu erweitern. Rezepte wie Löwenzahnsuppe und Ragout aus Schweinefleisch und Sauerkraut gehören zu den ungewöhnlichen Speisen, die im Yul Brynner Cookbook mit dem Titel Food Fit for the King and You zu finden sind. Das Buch enthält Rezepte, die vom Autor selbst entwickelt wurden. Jedes einzelne dieser Rezepte ist das Ergebnis seiner kreativen Bemühungen. Individuelles Leben. Die Veröffentlichung dieses Kochbuchs, das einen weiteren Teil seines vielschichtigen Wesens offenbart, zeigt, wie sehr Brynner darauf bedacht war, die Facetten seines Lebens außerhalb des Theaters zu erkunden und darüber zu sprechen. Während ihrer Amtszeit als Moderedakteurin der französischen Vogue heiratete Yul Brynner 1971 Jacqueline Taillon de la Chaume, mit der er seine dritte Ehe einging. Durch eine Frau namens Jacqueline Taillon de la Chaume heiratete er sie. Der Entschluss der beiden, zu heiraten, war ein wichtiger Wendepunkt in Brynners Leben, als sie sich sowohl persönlich als auch familiär weiterentwickelte. Zusätzlich zu Jacqueline adoptierte er 2 vietnamesische Kinder, Melody und Mia. Er tat dies, um seine Familie zu vergrößern und zum zweiten Mal Mutter zu werden. Darüber hinaus tätigte das Paar eine beträchtliche Immobilieninvestition, als es das 50 Hektar große Manoir de Cricbeuf in der Normandie kaufte, Satzem 16. Auf dem Anwesen, auf dem er lebte, experimentierte Brynner mit dem ungewöhnlichen Zeitvertreib, eine Pinguinkolonie zu halten. Obwohl Brynner vor allem für seine musikalischen Talente bekannt war, reichten seine Aktivitäten über die Unterhaltungsbranche hinaus. Als unersättlicher Leser mit einem breit gefächerten, intellektuellen Hintergrund studierte er auch Philosophie an der Sorbonne bei dem renommierten Wissenschaftler Dr. Paul Arthur Schilp, der die Bibliothek der lebenden Philosophen gründete, und besuchte Ethikvorlesungen in Chicago. Auch sein intellektueller Hintergrund war sehr vielfältig. Als wir uns über Brynner unterhielten, sagte Schilp, er habe einen der schärfsten Köpfe, die ich je gesehen habe. Er lobte auch Brynners tiefes Verständnis für ein breites Spektrum von Themen wie Geschichte, Literature, Musik, Politik und Wirtschaft. Brynner hat in dieser Zeit weiterhin viel Zeit und Mühe in ein breites Spektrum an humanitären Aktivitäten investiert. Aufgrund seines Engagements für den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen konnte er Initiativen zur Beseitigung der Diskriminierung von Roma, die oft auch als Zigeuner bezeichnet werden, unterstützen. Er war sehr stolz darauf, Mitglied dieser Gemeinde zu sein. Trotz der Fortschritte in seinem Privatleben widmete sich Brynner auch weiterhin intellektuell anregenden Aktivitäten. Er glaubte, dass die Beschäftigung mit diesen Aktivitäten seine Intelligenzentwicklung fördern würde. Als er das Drehbuch für Michael Crichtons Science-Fiction-Film Westworld erhielt, interessierte er sich besonders für die thematische Analyse des menschlichen Infantilismus angesichts der modernen Technologie. Crichton führte bei dem Film Regie. Crichton schickte ihm das Drehbuch, das er aufgriff. Westworld im Fernsehen zu sehen, ist eine faszinierende Erfahrung. Brynner lobte den Film nicht nur für seine Auseinandersetzung mit diesem umstrittenen Thema, sondern auch für seine komplizierte Handlung. Nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass es sich Yul Brynner für die Rolle des Cyborg-Revolverhelden im Film eignen würde, sagte Crichton, wenn jemand wirklich einen Ort wie Westworld bauen würde, würde er wahrscheinlich den Revolverhelden-Roboter mit dem Porträt von Yul Brynner machen. Diese Bemerkung spiegelte das gleiche Maß an Engagement wider, das Brynner bei seinen früheren Unternehmungen an den Tag gelegt hatte, sowie die Menge an Arbeit, die er in seine Beteiligung an der Westworld-Initiative steckte. Brynner gab sich große Mühe, seine Interpretation
so authentisch wie möglich zu gestalten, indem er den kaputten Roboter mit einem stählernen Aussehen darstellte. Bei den Dreharbeiten sah man sogar, dass er silberne Metallkontaktlinsen trug. Seine akribische Liebe zum Detail, die wiederum seine Begeisterung dafür zeigt, seinen Figuren eine enorme Tiefe zu verleihen, war die Hauptursache für die roboterhafte Intensität seiner Darstellung. Richard Benjamin, der die Person darstellte, auf die es Brynas defekter Roboter abgesehen hatte, erinnerte sich mit Nostalgie an die Dinge, die sie gemeinsam in dem zukünftigen Vergnügungspark getan hatten. Benjamin lobte Brynner und sagte, dass er Yul Brynner für den Besten halte und dass er von ihm wichtige Fähigkeiten gelernt habe. Wie man in einem Film eine Pistole abschießt, ohne zu blinzeln. Benjamin sagte, dass er die Leistung von Yul Brynner mochte. Benjamin sagte, dass Brynner ihn mit einer Fülle von weiteren Informationen versorgte. Brynners große Erfahrung kam Benjamin zugute und Brynner vermittelte ihm, dass selbst die berühmtesten Western-Darsteller dazu neigten, zu blinzeln, wenn die Pistole losging. Benjamin hat die Fähigkeit, diese Informationen zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er Brynner als einen enormen und wirklich bemerkenswerten Mann darstellte, machte Benjamin auf den Einfluss aufmerksam, den der erfahrene Schauspieler auf seine Kollegen in der darstellenden Kunst hatte. Es war Benjamins Beschreibung von Brynner, die als Grundlage für diese Begebenheit diente. Die gesundheitliche Herausforderung des vergangenen Jahres. Brynners Filmkarriere endete mit der Rolle in Westworld, seiner letzten bedeutenden Rolle in einem Kinofilm. Dies markierte das Ende seiner Karriere. Seine letzte Rolle auf der großen Leinwand spielte er 1976 in dem italienischen Western Todeswut. Dies war sein letzter großer Auftritt auf der Leinwand. Einen Film über Kemal Atatürk, den Gründer der modernen Türkei, zu drehen, war einer von Brynners Träumen. Brynner bedauerte, dass dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen war. Trotz Brynners bedeutender Beiträge zum Filmgeschäft entwickelte sich diese Situation. Das ehrgeizige Vorhaben stieß jedoch auf unüberwindbare Probleme, wie etwa unterschiedliche Auffassungen über die tatsächlichen Ereignisse zu Atatürks Lebzeiten. Nach dem Ende seiner erfolgreichen Filmkarriere wurde Brynner für die Rolle des Mongkut in E on the King ausgewählt. Diese Rolle war für einen großen Teil seines finanziellen Erfolgs auf der Bühne im Laufe seiner Karriere verantwortlich. In seinen letzten Lebensjahren erhielt er mehrere Angebote für Auftritte am Broadway und für eine scheinbar endlose Anzahl von Tourneen. Die Schauspielerin Mary Beth Peil, die Brynners Hauptrolle in der Tourneeproduktion spielte, berichtete von einer unerwarteten Begegnung, die sich über die Ratschläge hinwegsetzte, die sie vor ihrer Begegnung mit ihm erhalten hatte. Diese Erkenntnis kam in den letzten beiden Jahren der Aufführung. Ein intimer und überraschender Aspekt des großen Schauspielers in seinen letzten Jahren zeigte sich, als Brynner sie mit einer zärtlichen Umarmung ging und den Worten »Willkommen in der Familie« begrüßte. Das war eine schöne Überraschung. Als Yul Brynner im Alter von 12 Jahren mit dem Rauchen begann, war dies ein wichtiger Wendepunkt in seinem Leben. Er wurde zu einem starken Raucher, da er in jungen Jahren 5 Schachteln Zigaretten pro Tag rauchte. Als er 1983 zum 4. Mal die 24-jährige malaysische Chortänzerin Kathy Lee heiratete, holten ihn die Folgen seines Handelns schließlich ein. Kathy Lee war eine Malaysierin. Als Brynner erfuhr, dass sie an Kehlkopfkrebs erkrankt war das ein verheerender Schlag. Als Brynner die Realität seiner Situation erkannte, wandte er sich dem Buddhismus zu, um Trost und Verständnis für die Tatsache zu finden, dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Er konzentrierte sich auf die Aussage des Zigeuners, dass die Zukunft schwindet, während er diese neue Erkenntnis verinnerlichte. Yul Brynner, 65, verstarb am 10. Oktober 1985 nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs. Nach einem langen und tapferen Kampf hatte er schließlich die Oberhand gewonnen. Er war so engagiert in seinem Beruf,
dass es erstaunlich ist, dass er kurz vor seinem Tod eine triumphale Rückkehr an den Broadway feiern konnte. Die postmortalen Werbespots, die Brenner für die American Cancer Society schuf und nach seinem Tod ausstrahlen ließ, gehören zu den bewegendsten Illustrationen seines Einflusses. Nach seinem Tod wurden die Werbespots von Brenner gezeigt. Brenners Äußerungen aus dem Jenseits waren eine deutliche Warnung vor dem Rauchen. »Hört einfach auf zu rauchen«, sagte er. Dieser herzliche Appell wurde als sehr wirkungsvoll anerkannt. Denn er soll Tausende von Menschen dazu inspiriert haben, das Rauchen aufzugeben. Jetzt, wo ich nicht mehr da bin, sage ich euch, raucht nicht, was immer ihr tut. Von Natur aus zurückhaltend lieferte Brenner viele Versionen dessen, was auf seinem Grabstein stehen sollte. Die Art und Weise, in der dies geschah, ist typisch für Brenner. So wurde zum Beispiel die Grabinschrift »Ich bin angekommen« und hier liegt ein Mann, der Kinder aller Art liebte, in Betracht gezogen. Die anderen Optionen umfassten zusätzliche Sätze. Ironischerweise war eine der Bedingungen seines Vertrags, die nicht erfüllt wurde. Die Inschrift, die auf seinem Grabstein stehen sollte. Dies war ein weiterer seiner Wünsche, der nicht erfüllt wurde. Seine Gebeine liegen heute auf einem Friedhof in der Loire-Region in Frankreich begraben. Dass Jules Brenner auch in seinen letzten Stunden noch ein Geheimnis bewahrte, wird dadurch deutlich, dass auf dem Grabstein nur sein Name und die Daten seiner Geburt und seines Todes stehen. Die einzigen Worte, die auf dem Grabstein stehen, sind sein Name und sein Geburtsdatum. Der Konflikt zwischen diesen beiden Giganten wird noch heute an den Drehorten Hollywoods geflüstert. Glauben Sie, dass Coburn mit seinen Gefühlen recht hatte? Oder haben seine Klassenkameraden Brenner als Perfektionisten missverstanden? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen, indem Sie unten einen Kommentar hinterlassen. Wenn Ihnen diese Einblicke in das Leben von Prominenten gefallen, drücken Sie bitte Gefällt mir, abonnieren und klingeln, denn es gibt noch immer Geheimnisse in Old Hollywood, die gelüftet werden müssen.